Fünftstärkster Kader der Bundesliga, laut Transfermarkt. Das ist der Marktwert vom VfL Wolfsburg. Aber die Realität sieht so aus. Man ist auf dem 11. Platz im Niemandsland der Bundesliga. Man hat 7 Punkte Rückstand auf einen ersten europäischen Qualifikationsplatz, den 6. Platz, und sogar 9 Punkte auf den 5. Platz, wo man laut den Marktwerten stehen sollte. Da fragt man sich, wieso spielt Wolfsburg so hinter den Erwartungen? Ist es einfach nur die Mannschaft oder ist Niko Kovac noch der richtige Trainer? Damit gut Kick zu einem neuen Überwölfe, heute über Niko Kovac. Ja, Kovac, viele kennen ihn schon, also er hat schon einen Namen, als Spieler schon recht erfolgreich gewesen mit Mannschaften wie Hertha BSC, Bayer Leverkusen, Hamburger SV, Bayern München und zum Abschluss auch noch Red Bull Salzburg. Da konnte er auch Titel gewinnen, den Weltpokal, die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und zweimal die österreichische Meisterschaft. Also er konnte schon was gewinnen in seiner Karriere, hat auch bei der kroatischen Nationalmannschaft 83 Spiele gemacht, heißt ein gestandener Nationalspieler war er. Aber jetzt ist er Trainer, da kann er aber auch schon einiges nachweisen. Angefangen hat seine Karriere bei Red Bull Juniors, da hat er im Sommer 2009 bis Juni 2011 gearbeitet, wurde als Nachfolger von Adi Hütter. Dann wurde er sozusagen befördert, wurde Co-Trainer unter Ricardo Maniz als Cheftrainer, aber letztendlich wurde er dann im Juni 2012 freigestellt, weil Roger Schmidt gekommen ist und nicht mehr mit ihm geplant hat. Deswegen hat es dann bis Januar 2013 gedauert, ehe er seinen nächsten Job übernommen hat. Da hat er dann die kroatische U21-Nationalmannschaft trainiert. Er war der Cheftrainer und da kam dann auch sein Bruder Robert als Co-Trainer mit. Heißt, da haben sie dann das erste Mal als Trainerteam zusammengearbeitet, aber nur bis Oktober 2013, weil er dann die A-Nationalmannschaft übernommen hat, bis September 2015. Er wurde Nachfolger von Igor Stimac, hat die WM-Quali über die Playoffs erreicht, aber nach einem 0:0 gegen Aserbaidschan und einem 0:2 gegen Norwegen bei einer EM-Quali wurde er letztendlich freigestellt, weil das nicht gut genug war. Heißt, da hatte er dann seine erste richtige Entlassung, sagen wir einmal. Aber Frankfurt hat Potenzial in ihm gesehen. Im März 2016 hat man ihn als Nachfolger von Armin Fee genommen. Und ja, seine Saisons liefen immer besser. Also es gab eine Steigerung in dieser Hinsicht bei Frankfurt. In seiner ersten Saison konnte er die Relegation nur erreichen. Hat er dann aber den Klassenerhalt geschafft über die Relegation. Ja, er hat in der Saison übernommen, deswegen auch schon im Abstiegskampf, das kann man sagen, er hat also das Ziel erreicht, das ihm sicherlich gestellt wurde. In seiner zweiten Saison kommt dann der 11. Platz zu Buche, plus ein DFB-Pokalfinale. Da hat er dann schon mal gezeigt, er ist ein Pokaltrainer in dieser Hinsicht, weil da kann er Erfolge sammeln und in seiner dritten Saison hat er es nochmal unter Beweis gestellt. Neben den 8. Platz in der Bundesliga konnte er den DFB-Pokal gewinnen, aber dann war für ihn Schluss im Sommer 2018 bei Frankfurt, denn er hat einen neuen Job bekommen, nämlich FC Bayern München hat angeklopft und da hat er nicht Nein gesagt. Dann ist er als Nachfolger von Jupp Heynckes, der dann wieder weggegangen ist, der hatte auch nur übernommen, kam er als Cheftrainer hin, konnte dann in 2018 auch direkt den DFL Supercup gewonnen, also sein erster Titel mit den Bayern, hat er erfolgreich gewonnen. Jedoch ist er dann im Achtelfinale der Champions League schon ausgeschieden, was sicherlich nicht so schön ist. Und dann dazu konnte er aber wenigstens die Bundesliga gewinnen und den DFB-Pokal wieder und ist damit einer von wenigen Trainern, der als Spieler und als Trainer mit Bayern München beides zusammen gewonnen hat, das Double. Aber da war auch nicht alles rosig, denn letztendlich ist er nach einem 5:1 gegen seinen Ex-Club, gegen Frankfurt, dann entlassen worden, weil es einfach nicht rosig aussah, wie die Tabellensituation war. Und dann, was letztendlich später auch nicht ihm so zugute kam, Flick hat übernommen und hat mit genau derselben Mannschaft am Ende der Saison das Triple geholt.
Ja, November 2019 war dann Schluss für ihn bei Bayern, aber im Sommer 2020 hat dann wieder ein guter Club angeklopft, nämlich AS Monaco hat angeklopft und da hat er natürlich nicht Nein gesagt, hat in Frankreich dann gearbeitet, konnte in seiner ersten Saison den dritten Platz holen, hat dazu noch das Pokalfinale erreicht, da letztendlich aber eine Niederlage nur gegen PSG. Ja, und in seiner zweiten Saison wurde er nach einem 6. Platz in der Hinrunde entlassen. Heißt, es ist die nächste Entlassung in seiner Vita. Aber letztendlich sind wir dann jetzt hier am jetzigen Zeitpunkt. Er übernimmt im Sommer 2022 für Florian Kohfeldt den VfL Wolfsburg und in seiner ersten Saison ist er Achter geworden letztes Jahr und hat das Achtelfinale im Pokal erreicht. Nach einer Niederlage gegen Union war dann Schluss. Und in dieser Saison sieht es eben nicht so rosig aus. Man ist nur auf dem 11. Platz im Niemandsland der Bundesliga. Ich nehme das Ganze hier vor dem Darmstadt-Spiel auf. Heißt, es kann sich da auch wieder was in der Tabellensituation geändert haben. Aber letztendlich, das war die Zusammenfassung seiner Vita. Doch jetzt kommen wir zur Frage, wieso hat der VfL Wolfsburg sich entschlossen, Niko Kovac zu holen? Und damit kommen wir zu den Stärken eines Niko Kovac. Also das Erste, was wahrscheinlich jedem einfällt, wenn man an Niko Kovac denkt, du hast einen Schleifer. Du hast nämlich so ziemlich die fitteste Mannschaft in der Liga. Das sieht man auch wieder in den Statistiken. Allein letztes Jahr, man hatte die meisten Sprints und die meisten intensive Läufe. Bei der Laufdistanz war man auch oben mit dabei. Und in dieser Saison ist man auch wieder in allen 3 Kategorien oben mit dabei. Also er weiß, wie er eine Mannschaft fit macht und damit hast du schon mal eine gute Grundlage gegeben, mit der man arbeiten kann. Also es ist einfach eines der wichtigsten Aspekte im Fußball ist die Fitness und das kriegt ein Kovac auf jeden Fall hin. Das muss man ihn lassen. Dann kriegst du mit einem Kovac auch eine gewisse Pokalgefahr, wie man es in seiner Trainerkarriere schon gesehen hat. Also er hat ein Pokalfinale erreicht mit Frankfurt, hat einen Pokal gewonnen mit Frankfurt und hat den Pokal gewonnen mit Bayern. Heißt, du hast insgesamt in diesen Saisons nur eine Niederlage gehabt und auch zu der Zeit, als er zum VfL Wolfsburg gekommen ist. Er hat nur eine Niederlage im Pokal gehabt und das war ein Pokalfinale mit Frankfurt. Heißt, er bringt da schon eine Pokalgefahr mit. Bei Wolfsburg konnte er sie nicht hundertprozentig zeigen. Man ist im Achtelfinale gegen Union rausgeflogen letztes Jahr und dieses Jahr im Achtelfinale gegen Gladbach. Aber trotzdem, das muss man ihn lassen in seiner Vita. Die Pokale hat er gewonnen und ist auch weit gekommen immer. Dann kriegst du mit Niko Kovac auch einen Namen. Er ist ein gestandener Nationalspieler gewesen in seiner Spielerkarriere, hat zahlreiche gute Clubs auch mitgenommen als Spieler, auch als Trainer war er bei guten Clubs dabei. Also man weiß schon, Niko Kovac, wer er ist und die Kroaten, das hat man jetzt zuletzt im Sommertransferfenster gesehen, Lovro Majer, der wollte zu Niko Kovac, so wie es in den Medienberichten kam. Also du hast so schon die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler vielleicht eher zu bekommen, als wenn als ganz übertriebenes Beispiel Florian Kohfeldt einfach da auf der Trainerbank sitzt. Der hat eben nicht diese Sachen erreicht, wie es jetzt Niko Kovac getan hat. Deswegen der Name, der spricht auch für einen Kovac. Und dazu bringt er auch noch Erfahrung mit. Wie gesagt, zahlreiche Clubs als Spieler erreicht, gestandener Nationalspieler und seine Trainerkarriere ist er auch schon mitgekommen. Also er war U21-Nationaltrainer, war A-Nationaltrainer, war Vereinstrainer, war auch Co-Trainer zu Beginn seiner Karriere. Heißt, er musste da schon einige Sachen miterleben und kann diese Erfahrung auch mitbringen. Aber letztendlich stellt man sich trotzdem die Frage, wie ist Kovac der Richtige? Und da kommen wir zu den Schwächen. Und da starten wir mit der Taktik. Bei ihm ist es so, man erkennt keine klare, richtige Handschrift. Also auf jeden Fall jetzt bis auf die letzten 2 Spiele hat man in dieser Saison keine klare Handschrift gesehen. Man hat alles gesehen, alle Taktiken durchgemacht, aber nichts Klares, wo man sagt, da ist eine Handschrift zu erkennen. Und da
trifft eigentlich der Satz ganz gut ein. Man fürchtet nicht den, der 10.000 Schläge einmal trainiert hat, sondern den, der einen Schlag 10.000 Mal trainiert hat. Also, wenn du alle Taktiken einmal trainierst, das wird sicherlich nicht so gut laufen, wie wenn du eine Taktik, die du klar definierst, 10.000 Mal trainierst. Weil dann wissen die Spieler, was sie zu tun haben, und dann wird es auch gut laufen. Das war bei Kovac lange nicht der Fall. Die letzten 2 Spiele, Gladbach im Pokal und Freiburg, die sahen mal nach einer Handschrift aus. Da hat man mal eine Struktur erkannt. Sie waren diszipliniert, wie sie verteidigt haben. Sie haben zielstrebig auch mal nach vorne gearbeitet. Also du hast schon einen Plan erkannt. Da hängt es jetzt davon ab, zieht er den durch oder wird es in 2, 3 oder 4 Spielen wieder komplett anders aussehen. Dann kommen wir zum Verständnis. Ich war im Trainingslager mit dabei, 2-mal. Sogar mehrmals in den 2 Jahren. Er spricht Deutsch, Englisch, auch stellenweise mal Französisch, ein bisschen Kroatisch, vermischt. Also er hat nicht eine klare Sprache, er redet alles auf Englisch oder er redet alles auf Deutsch. Nein, er mischt es so. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es für die Spieler doch so, dass sie das dann noch mehr verstehen, aber für einen Außenstehenden vor allem, und ich kann es mir auch nicht vorstellen als Spieler, dass du da klar verstehst, was er von einem will. Vor allem, wenn er neue Taktiken trainiert. Der Plan, so wie er für mich aussah, war im Trainingslager zu dieser Saison, man wollte eine neue Taktik ausprobieren. Man wollte ein bisschen anders sich hinstellen, aber dafür musst du eben auch klar sprechen, klar erklären. Und für mich, Denglisch, wie man es ja so schön sagt, ist da nicht so klar für die Spieler wahrscheinlich, wenn er dann mal Deutsch redet, dann plötzlich auf Englisch springt. Und das ist einfach auch schwer für das Verständnis der Spieler. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Rotation. Auch stellenweise unverständlich, als Außenstehender auf jeden Fall, Spieler, die gut spielen. Also ein Czerny hatte im Pokal gegen Leipzig ein Tor gemacht, hat gegen Bremen ein Tor gemacht, war dann aber plötzlich draußen, wo man sich fragt, wieso nimmst du einen Offensivspieler raus, der in 2 Spielen jeweils ein Tor gemacht hat, aber im nächsten Spiel spielt er eigentlich gar keine Rolle mehr. Ein Paredes vor der Länderspielpause eine sehr gute Rolle gespielt. Einer der besten Wolfsburger spielt momentan auch wieder so gut wie keine Rolle. Letzte Saison, Wimmer war entscheidend für den 8. Platz von Wolfsburg. Arnold war entscheidend für den 8. Platz von Wolfsburg. Auch ein Gerhard war entscheidend für den 8. Platz von Wolfsburg. Alle in dieser Saison kaum eine Rolle gespielt. Wimmer vor seiner Verletzung keine Rolle gespielt. Ob er jetzt eine Rolle gespielt hätte, weiß man nicht. Arnold kommt jetzt langsam wieder rein, dass er ihn spielen lässt. Aber Gerhard, ja, vielleicht kommt er auch jetzt langsam wieder rein, dass er mehr Spielzeit kriegt. Aber alles 3 Spieler auch plötzlich raus gewesen zu Beginn dieser Saison. Und man sich sagt, ja, vielleicht war die Vorbereitung nicht so super. Bei Arnold auf jeden Fall nicht. Bei den anderen beiden war sie eigentlich ganz gut. Aber trotzdem waren sie unten. Das ist auch eine Sache, die vielleicht erklärt das den Spielern ein bisschen genauer. Deswegen wissen sie dann, was sie zu tun haben. Aber als Außenstehender weißt du nicht, warum das so geschehen ist. Warum er solche Rotationen macht. Dann, was auch gegen ihn spricht, ist, er wurde in seiner Karriere schon öfters entlassen. Bei Kroatien, der A-Nationalmannschaft. Bei Bayern wurde er entlassen. Und bei Monaco wurde er entlassen. Und jetzt bei Wolfsburg ist er im Gespräch, dass man ihn vielleicht entlässt. Man hat auch schon mit neuen Trainern gesprochen. Heißt, da ist die Kacke auch am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Heißt, das spricht auch nicht für ihn. Heißt, es ist immer irgendwie ein Fehler zu erkennen bei ihm, der nicht behoben wird und letztendlich in einer Entlassung mündet. Dann, was auch dazu kommt, ist eine Rückentwicklung, die man erkennt bei Wolfsburg. Das ist auch, ja, alles greift so ein bisschen ineinander. Das sind alles Puzzlestücke und die Rückentwicklung, die erkennt man nun mal auch. Im ersten Halbjahr bei Wolfsburg sah das alles besser aus, als es im 2. und dann im 3. war. Und das 3. sieht momentan auch noch schlechter aus als das 2. Halbjahr bei Wolfsburg. Heißt, du hast von Halbjahr zu Halbjahr zu Halbjahr immer schlechter abgeschnitten, was nicht für eine Entwicklung spricht, sondern eigentlich die klare Definition einer Rückentwicklung ist,
die man ja kritisch beurteilen muss, weil woran liegt's? Warum kriegt es Kovac nicht gebacken, da irgendwas umzulenken? Ähm, also ist er dann nicht der richtige Trainer? Das ist eine Frage, die man sich da auf jeden Fall stellen muss. Und die beantworten wir jetzt. Und damit kommen wir zum Fazit. Hätte man mich diese Frage genau vor 2 Wochen gefragt, hätte ich klar gesagt, nein, Kovac ist nicht der Richtige, weg mit dem. Aber ich muss sagen, die letzten 2 Wochen haben noch ein bisschen Hoffnung in mir entfacht. Vielleicht habe ich einfach was für schwarze Schafe, die keiner haben will. Aber die beiden Spiele gegen Gladbach und Freiburg, auch wenn man sie verloren hat, da hat man was erkannt. Also man hat eine Struktur erkannt, man stand kompakt, man hat einfach was erkannt, dass es besser laufen könnte. Und allein in diesen 2 Spielen, man hat von seiner Effizienz davor diese Spiele gelebt, aber in diesen 2 guten Spielen scheitert man dann an der Chancenverwertung. So ehrlich muss man sein. Also die waren nur die Chancenverwertung das Problem. Deswegen tue ich mich da schwer, klar zu sagen, nein, Kovac ist nicht der Richtige. Jedoch bin ich der Meinung, er ist wahrscheinlich nicht der Richtige. Denn, wie gesagt, seine Entlassungen sprechen nicht für ihn, die Rückentwicklung vom VfL spricht nicht für ihn, und es spricht auch nicht für ihn, dass er in seiner Zeit beim Wolfsburg auch immer wieder Taktiken umgeändert hat, zu sehr sich auf den Gegner eingestellt hat, alles, was gut gelaufen ist, über den Haufen geworfen hat, um dann was Neues zu etablieren, was dann nicht funktioniert hat. Deswegen ist das natürlich immer eine Gefahr bei Kovac, die immer noch eintreten kann, auch wenn die beiden Spiele gut aussahen, gegen Freiburg und gegen Gladbach. Deswegen ist meine finale Aussage wahrscheinlich eher nicht. Man ist ja auch schon im Gespräch mit 2 neuen Trainern. Einmal Urs Fischer, kennt man noch von Union Berlin. Da hat er gut abgerissen, wenn man ehrlich ist. Aber wäre auch ein Spielstil, der eben keine Stimmung entfacht. Man stellt sich hier hinten rein, abwartend, und er hat auch bei Union von einer guten Chancenverwertung gelebt. Aber auch im Gespräch ist Fabian Hürzeler, Trainer von St. Pauli, hat da, als er eingestiegen ist, 10 Spiele hintereinander gewonnen und ist momentan auf dem ersten Platz. Also er hat aus St. Pauli, aus einem Abstiegskandidaten, jetzt den ersten Aufstiegsaspiranten gemacht in nur 2 Saisons. Heißt, du hast da 2 Kandidaten, die vielleicht sogar besser sind als Niko Kovac und auf jeden Fall interessant sind. Jetzt könnt ihr noch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist Kovac der Richtige? Sind die 2 Trainerkandidaten das Richtige für den VfL Wolfsburg oder habt ihr noch andere Trainerkandidaten? Schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video, abonniert den Kanal und damit gut Kick und bis zum nächsten Mal.